Der neue Cabrinha Mantis ist insgesamt halt sehr modern und wirklich neu gestaltet, was halt viele einzelne Komponenten angeht. Optimal vom Feeling und vom Führen des Wings an der Frontschlaufe ist die neue Molded Handle von Cabrinha, die wirklich bei jeder Hand sehr gut passt, eine gute Steifigkeit aufweist und optimal abgepolstert ist. Auch die Lenkgriffe sind wohl dimensioniert. Sie haben ein rechteckiges Profil. Da muss man sich erstmal kurzfristig dran gewöhnen. Das ist ein bisschen vom Feeling anders, aber nach einer kurzen Eingewöhnungszeit ist es doch auch sehr angenehm. Dazu ist das Ganze halt physiognomisch in Richtung des Fahrers oder der Fahrerin angeordnet, leicht, mit einem leichten Revolvererhebung an der vorderen Händel. Und die vordere Händel ist auch noch etwas länger nach hinten gezogen, sodass man hier gut einhändig fahren kann. B- und entlüftet wird über ein großes Standardventil und das Ganze ist mit einem One-Pump-System mit einem geraden Schlauch ohne Klemme versehen. Und wem das nicht schnell genug beim Entlüften geht, der hat in der Mittelstrut zusätzlich nochmal ein großes Ablassventil. Der Mantis besitzt als einer der wenigen Wings am Markt ein Fenster, womit wirklich eine Durchsicht nach Lee ermöglicht wird. Hier ist die Gestaltung von unserer Seite aus her wirklich absolut optimal. Für die Fronttube und die Mittelstrut dient hier ein hochfestes Dacron mit rechteckigen zusätzlichen Polyesterfäden, die das Ganze versteifen. Das Ganze ist bekannt aus anderen Modellen, die schon am Markt sind. Verschlossen ist hier die Fronttube mit einer Kedernaht und das Ganze ist halt zusätzlich doppelt vernäht. Beim Flugtuch haben wir hier ein sehr engmaschiges Double Ripstop Material. Das neue Panel Layout ist auch parallel zur Abrisskante ausgerichtet. Das ist ähnlich dem neuen Duotone Slick. Mögliche Abrieb- und Scheuerstellen sind hier mit lederartigem Material oder auch mit schwerem Cordura-Material verstärkt. Der Mantis hat ein flaches bis mittleres Profil, welches hier in der Mitte mit einem kleinen Infill-Panel, was nach vorne geöffnet ist, abgestützt wird. In puncto Tuchstraffung gibt es hier nichts zu meckern. Hier ist alles wirklich total glatt und 1A ausgeführt. Spannend und neu ist auch die Vernähung der Mittelstrut mit den beiden Tuchstreifen, die auf das Fenster aufgesetzt sind. Hier wird nur mit einer einzigen Naht Mittelstrut und auch das Flugtuch zusammengefügt. Schon beim ersten Gang ins Wasser erfreut der neue Mantis mit einer guten Ausbalanciertheit von Tip to Tip. Man kann, wie gesagt, an der Frontschlaufe diesen Wing halt astrein führen und auch gerade halten, selbst wenn er ein bisschen nach rechts und links tippeln möchte. Wir haben einen guten, aber nicht übermäßig ausgeprägten Lift. Das reicht aus, damit der sportliche Fahrer hier auch ohne Probleme auf kleinere, volumige Boards aufsteigen kann. Auch beim gesamten Anfahrvorgang auf den Flügel ist das flache bis mittlere Profil hier mit einer insgesamt etwas höheren Frequenz versehen beim Anpumpen, bereit halt hier seine Höchstleistung abzugeben.
Das Aufstiegsvermögen des Mantis auf den Flügel ist auch im Vergleich zu den Mitbewerbern am Markt hier insgesamt gut. Man muss aber auch klar feststellen, das handelt sich hier um einen doch eher etwas sportlichen Wing, der aufgrund der nicht zu stark ausgeprägten Profiltiefe insgesamt halt ein bisschen mehr Führung erfordert. Also man muss halt schon ein bisschen lenken können und auch beim Anpumpen halt eine etwas höher frequentere Technik anwenden können. Ausgezeichnet ist das flüssige Beschleunigen auf eine hohe bis sehr hohe Endgeschwindigkeit. Im fliegenden Zustand verhält sich der Wing absolut gleichmäßig und ruhig. Ein Nachsteuern über die hintere Hand, was seine Ausbalanciertheit angeht, ist nicht erforderlich. Sehr schön ist auch, dass die Griffpositionierung genauso gewählt ist, dass man mit mittigem Greifen der einzelnen beiden Handles hier genau an der richtigen Stelle ist, um den Wing im Druckpunkt zu halten, der auch insgesamt halt nicht bei stärkerem Wind sich nach hinten verschiebt. Der Mantis ist beim Manöverhandling insgesamt sehr agil. Das liegt daran, dass aufgrund des auch etwas flacheren Profils der Sweet Spot kleiner ist. Allerdings ist er immer noch so groß genug, um genug Feedback in den einzelnen Manövern zu haben, dass man hier nicht die Hinterkante überzieht und auch nicht halt, dass die Nose nach Luft halt rein tickt. Insgesamt wirkt er in diesem Bereich auch sehr schön neutral und wie gesagt halt äußerst beweglich. Er hat einen wirklich geringen Widerstand gegen den Wind, was alle Tags sehr leicht erscheinen lässt. Und auch bei Halsen, wenn man in den Wing hineinfährt, kann er sich aufgrund dieses schmalen Sweet Spots halt ganz leicht und einfach bewegen lassen, ohne dass er in irgendeiner Weise ein Eigenleben entwickelt. Also das Ganze ist hier schön neutral und schnell bedienbar. Laut Cabrinhas Marketing und auch auf der Webseite ist hier der Mantis als absoluter Allrounder für Freeride, Welle, Big Air, Freestyle, für alles empfohlen. Wir würden aber einen klaren Pluspunkt hier beim Führen des Wings in der Welle dementsprechend sehen. Dafür ist einerseits die wirklich sehr schöne Balance des Wings verantwortlich und natürlich auch halt dieser wirklich erwähnenswerte vordere Griff an der Fronthandle lässt sich hier der Wing halt einfach wahnsinnig gut und gleichmäßig kontrollieren. Das ist etwas, was man sich von anderen Herstellern in der Zukunft mit Sicherheit auch, würden wir auch gerne sehen, keine Frage. Und unabhängig von den Bedingungen, ob es jetzt leicht Onshore oder auch Offshore-Bedingungen hat, schlägt sich hier der Wing wirklich die ganze Zeit halt exzellent. Wie gesagt, halt, man braucht hier kaum drauf zu achten und selbst wenn er sich mal ein Minimum bewegen möchte, kann man das halt einfach sehr schön über die Fronthandle kontrollieren. Also das ist echt absolut 1A. Und weil es uns so gut gefallen hat, lassen wir hier das Bild auch mal ein bisschen länger stehen. Das Profil und der Anstellwinkel und natürlich auch die gute Geschwindigkeit sind dafür prädestiniert, beim Mantis auch wirklich schöne Sprungeigenschaften abrufen zu können. Das Ganze hier ist auch in der Luft halt gut zu kontrollieren. Man hat noch ein ausreichend gutes Feedback auf der hinteren Hand, damit man bei Landung so ein klein bisschen Sicherheit dementsprechend extra hat. Und insgesamt ist halt immer genug Druck da, um sich hier auch kontrolliert fangen zu können. Für Rotationen und Drehungen jeglicher Art ist das Ganze hier ebenfalls gut geeignet, weil es aufgrund des nicht so breiten Sweet Spots und des flacheren Profils insgesamt halt dreht der Wing halt insgesamt etwas schneller. Und das Ganze unterstreicht natürlich insgesamt die doch sportliche Note des Mantis.
Für wen ist nun der Mantis V4 der richtige Wing? Er vereint wirklich viele sehr positive Eigenschaften in puncto Fahrleistung, auch insgesamt vom Handling und Agilität gehört er sicherlich halt hier mit zum beweglichsten, was der Markt so zu bieten hat. Er ist halt als Allrounder jetzt nicht unbedingt der absolut prädestinierte Einsteigerschirm. Dafür müsste er jetzt halt nochmal standardmäßig halt insgesamt mehr Lift produzieren, damit halt eine inaktive Fahrweise noch mehr unterstützt werden könnte. Man hat sich aber bei Cabrina dafür entschieden, hier eine insgesamt eher sportliche Ausrichtung zu wählen. Also ein bisschen ambitioniert sollte der Fahrer oder die Fahrerin dementsprechend schon sein, wenn sie die Leistung des Mantis hier vollständig genießen möchte. Dabei muss der Wing hier nicht besonders geführt werden. Er hat viele Positionierungselemente, die er selbstständig einnimmt. Er hat eine grandios gut designte Händel und auch die Griffe, an die man sich nach kurzer Zeit von der Form gewöhnt hat, sind insgesamt angenehm und lassen auch die volle Kontrolle bei diesem Wing zu. Wie schon erwähnt, hat uns besonders gut die Eigenschaft in der Welle gefallen. Zudem kommt halt ein wirklich absolut modernes Design, auch was halt Overlapping und Verarbeitungstechnik und dergleichen und wie man die Panels miteinander kombiniert angeht. Das war wirklich mal wieder was Besonderes. Und mit einem Verkaufspreis bei 5 Quadratmeter von 1.149 € und der durchweg modernen Materialkombination sollte der Mantis keine Probleme haben, hier für die neue Saison halt doch auch einige neue Freunde zu finden.